Tag Vater. Was machst du hier? Jeder hat die Pflicht, nach seinem Gewissen zu entscheiden. Das hast du immer gesagt. Ich brauch dich nicht, Lena. Wir kommen allein zurecht. Ich werde immer mit dir und um dich kämpfen. Ferdinand ist da. Du hast Fronturlaub. Auf euch Frauen. Ihr seid das Rückgrat unserer Ordnung. Frauen, Kinder, Greise, Polen, Juden, Russen. Erschossen haben wir sie. Verschlagen, sie mussten ihre eigenen Gräber schaufeln. Auf Fahnenflucht steht die Todesstrafe. Ich muss dich melden. Du würdest mich zum Tode verurteilen? Nein. Ich liebe meinen Bruder und bin unschuldig. In ewiger Verbundenheit, dein Heinrich. Was es zu essen gleich gibt. Helga! Wie soll das hier weitergehen? Nur Kriegsgefangene und Fremdarbeiter. Das können Sie nicht machen! Nicht Nikolai! Franzosen müssen der Schutzmacht, müssen dem Roten Kreuz gemeldet werden. Ostpreußen wird gehalten bis zum letzten Mann. Wer geht, wird mit dem Tode bestraft. Ich verlange absolute Loyalität. Ich bin kein Knecht. Wir gehen erst, wenn alle Platz haben auf den Wagen. Kann ich mich auf Sie verlassen? Für Ihre Leute und für meine. Mit 20 Kriegsgefangenen gefährdest du das Leben aller. Ich habe ihm mein Wort gegeben und ich werde mich daran halten. Kommt nicht in Frage, nein! Wir alle tot! Мы все мертвецы! Вы что, не понимаете это, а? Wir gehen allein. Bravo! War sofort. Lena! Vicky ist weg. Vicky! Ich werde jetzt alleine losreiten und Vicky suchen. Du musst den Treck leiten. Das kannst nur du, Lena. Du allein bist jetzt verantwortlich. Vater, das schaffe ich nicht. Doch, Lena. Du bist stark. Und jetzt geh, mein Kind. Es ist die Stunde der Frauen. Wir ziehen. Frau Meister, an der nächsten Kreuzung biegen wir nach Nordosten ab, ja? Lena! Wir können nicht mehr. Wir sollten bald was für die Nacht finden. Ich weiß.
brechen heute Nacht um 2 auf. Dann kommen wir besser durch und sind morgen auf Gutlandstein. Das ist ein Umweg für uns, François. Nein, ist kein Umweg, Luis. Ist wichtig für Kind. Es steht jedem frei, Louis, seine eigenen Wege zu gehen. Wir gehen gemeinsam nach Lahnstein und geben dort das Mädchen ab. Einwände? Dann wird das so gemacht. Mit aller Kraft versuchte ich, meiner Aufgabe gerecht zu werden. Für meine Leute bestmöglich zu sorgen. Für das Leid anderer hatte man keine Augen mehr. Haben Sie die Bäuerin gesehen? Nein, nein. Der Bursche Schaller. Vicky war nun schon seit 5 Tagen verschwunden. Schon über 90 Menschen hier. In der Scheune, im Haus. Ich weiß nicht, wo ich noch einem unterbringen soll. Wenn wir nur der Pferde richtig unterstellen könnten. Wo können wir schlafen? Die Kinderkind fallen all um. Ich habe keinen Platz. Martha Schaller? Frau Schaller. Schön, Sie zu sehen. Frau Gräfin, sind Sie es? Sie sind es wahrhaftig. Welche Ehre, welche Freude. Na los, Waltraud, sitz nicht rum. Dali, Dali! Lassen wir uns das nicht mehr gefallen, mein Kleiner. Schließ dich ein bisschen gesund heute. Morgen ist alles gut. Ich habe im Stubchen für Sie Platz gemacht. Das ist nicht nötig, wirklich. So kann doch nicht in der Scheune schlafen, Frau Gräfin. Nee, ich bestehe drauf. Danke. Das habe ich noch gefunden. Martha, das behalten Sie jetzt für sich. Wir haben noch genug, wirklich. Nikolai! Du bist dran. Ich habe Mama mein Schutzengel geschickt, damit sie mich findet. Ich werde dich morgen zum Gutlandstein bringen, zu deiner Mama. Und jetzt, schlaf schön. Ich habe gehört, der Blick ist gesperrt. Nur für Militär. Wir müssen nach Norden. Blut auflädt. Johannes, ist Lena endlich angekommen? Nein. Aber Vetter Erich aus Arnstein ist da mit seinen Leuten. Die Russen kommen von Norden und jetzt auch schon von Süden. Also wenn er noch länger wartet, schneiden sie euch den Weg über die Nogat und die Weichsel ab. Deswegen. Wir warten auf Lena. Solange Sophie so krank ist. Ich gehe mal Erich begrüßen, ja? Lena, da ist Lahnstein. Anstatt dass wir hier unten lang gehen, gehen wir dauernd irgendwelche Umwege. Das wird doch nichts. Hast du wirklich gedacht, dass wir sie hier finden? 20 Kriegsgefangene und ein kleines Mädchen. Wer nimmt schon freiwillig Kriegsgefangene auf, wenn nicht mal ja normale Menschen Platz finden? Hähnchen. François ist bestimmt irgendwelche Nebenwege gegangen.
lacht sich noch kaputt, wenn sie jede Nacht nach der Kleinen sucht. Hast es ihr gesagt, Babettchen? Es geht auch ohne Männer. Ist nicht einfach, aber es geht. Oma Hertha, darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Oder jetzt muss es sein, mag der Fritz. Und Georg. Wenn die mich auf Malenberg nicht finden, wo sollen die mich denn suchen? Der Georg, der würde nie seine Heimat verlassen. Verstehst du? Nie. Was rede ich denn? Du kannst mich doch gar nicht verstehen. Jean hat gemeint, wir gehen in seine Heimat. Er wohnt auch auf dem Land. Ma petite paysanne, sagt er immer. Bitte durchsuchen! Alle raus, los! Raus, raus! Raus! Alle raus mit euch! Alle die Pfoten hoch! Raus, raus, Bewegt euch! Bewegt euch! Nicht schießen! Nicht schießen! Ja, ja, komm, hoch mit dir, hoch! Kein Problem. Ja! Mann! Kein Problem. Auf, komm, geht. Jawohl, komm, auf. Komm, schnell, hopp, komm. Hopp. Wie sieht's aus? Sauber, die Bude. Papiere. Bonsoir. Das ist Alexei. Der ist eine Herrschaft weggelaufen, weil er Angst hat, dass die Russen ihn umbringen. Нужно подковать лошадей, а то не пройдешь по льду. Meine Frau Gräfin, Ihr Pferd muss mit neuen Stollen beschlagen werden. Das wäre eine große Hilfe. Wenn er will, kann er mit uns kommen. Wenn er Hector oder Linda reitet, das wäre eine Erleichterung. Alles gesagt. А, я понял. Ich verstehe. Halt! Geht. Geht. Jean! So was hat uns der Herrgott mit dem Verstand versehen.
Sophie. Rüdiger, du bist verantwortlich für 150 Menschen. Ich gehe nicht ohne dich. Doch, du musst. Ich will, dass du gehst. Ich komme mit Lena nach. Wir treffen uns bei Lilienfels oder Kleist. Das ist das erste Mal seit Ferdinands Tod, dass du mit mir redest. Wir ziehen! Ich hab Hunger. Na, das ist ein Wort. Hier. Nur für flüssiges Gold. Kommst du mit uns? Mein Platz ist hier. Nur für Global. Guten Morgen. Morgen. Warum habt ihr mich denn nicht geweckt? Hätte ich alle gemacht, aber Babette hat es verboten. Gräfin, wir haben der Bäuerin, dem Opa überredet, sie kommen mit. Gut. Nur nicht zu viel Gepäck. Wenn wir nach Lahnstein kommen, dann wird alles besser. Wenn wir nach Lahnstein kommen. Besser kann schon nicht mehr werden.
Alexei, Helene, ihr müsst mir helfen. Wir räumen den Wagen weg. Oma, sag Lena nur stieflädig an. Und im Frühling, da kommt ihr alle zurück. Und dann werdet ihr sagen, wie sinnlos und verrückt das alles gewesen ist. Aber Kindchen... Wie soll mich denn der Georg wiederfinden? Und Fritzchen, wenn einfach alle weg sind. Das kann sie doch nicht machen. Das geht nicht, das kann sie nicht machen. Sie hat recht. Sie hat wirklich recht. Und wir kommen ja auch kein Stückchen vorwärts. Und wenn der Russe kommt? Wenn der Krieg aus ist, sind die Russen auch nur Menschen. Bald sind wir in Lahnstein. Es ist nicht mehr weit. Und? Oma Hertha? Du bist ja ganz kalt. Was machst du denn um Himmels Willen, ha? Ich hab doch gesagt, ihr sollt euch bewegen. Warum hört denn hier keiner auf mich, hm? Ach, Lenchen. Wo ist denn Babette? Hm? Wo ist Babette? Onkel Johannes. Magdalena. Schön, dich zu sehen. Na, endlich. Ich will zurück nach Malenberg, Frau Meister. Da habe ich wenigstens mein eigenes Bett. Ich gehe heute keinen Schritt mehr. Und du auch nicht. Der Baron zur Feier des Tages aus seiner Geheimreserve rausgerückt. Danke, Frau Swoll. Danke. Wo sind Ihre Männer? Haben alle was zu essen? Wieso redet er nicht? Hat er euch was gesagt? Nein, nichts. Babette ist sicher nur bis zum Bauernhof gekommen. Wenn Vicky aufwacht, bin ich wieder da. Die Kartoffeln reichen noch durch den halben Winter, Babette. Wenn das mein Georg wüsste.
Frau Meister, dass ich hier auf einem fremden Hof bin. Dass ich überhaupt weg bin von Malenberg. Ich gehe noch mal Holz holen. Ich da gar nicht weg wollte. Ich bin nur mitgegangen, weil dieses Kind mit den Männern weg ist. Ich wäre doch da nicht mitgegangen. Frau Meister? Да! Что, напрыгалась? Напрыгалась! Блин, я тебя подсыраю! Komm, Frau, komm! Ну, мне решать, когда баба по мне, понял? Komm, komm! Давай сюда! Спокойно, спокойно, мне жену! Давай, помоги! Так вообще там ходишь в штанах вот в реку, и рыба вот такая. За победу! Давай, давай за победу! Ну что с ним? Ну, давай! Ногами! А, бьет! А вот! Обвел! Вот поворотом! Гол! С ногами этот мяч надо. Ногами! Ну, конечно, ногами! Че, дурак, что это такое? Нормально объясните мне, пожалуйста. Давай, так давай наливай. Дурак, не знаешь, что такое футбол. Значит, мяч там что-то... Можно и руками. Курва! Тащи его! Kommen Sie weg! Отошел к стене сказал, сука! Сука! Огонь! Babette! Bring nicht Frau Meister und Babette! Sie bleiben hier. Sie warten und Sie gehen keinen Schritt weg. Verstanden? Babette? Babette? Was, Frau Meister? Was machst du denn hier? Ich pass auf Victoria auf. Ich will nicht, dass sie wieder wegläuft. Ja, dann
Dann leg dich ins Bett. Sind François und Mama schon da? Das dauert noch, Vicky. Wenn du jetzt ausschläfst, dann ist sie wieder da. Geht schon wieder. Geht schon. Wir müssen los. Wir müssen weiter. Shh. Shh. Babette. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich bin hier, weil Ihre Tochter mich gebeten hat. Wieso haben Sie in Malenberg nicht auf mich gewartet? Wir hatten eine Abmachung. Sie und Ihr Vater haben Ihr Wort gebrochen. Aber für euch Aristokraten, das ist egal. Ich habe Vicky gesagt, dass Nikolai und die anderen weitergegangen sind. Was ist mit den anderen? Tot. Tot. Alle. Jean-Louis, Wladimir, Dimitri, Igor, tot. Sie wollten immer weg. Ich habe sie gezwungen zu warten. Ich habe Sie nicht gehen lassen. Ich konnte nichts tun. Nichts. Er ist neben mir gestorben. Mit meinem Bruder. Alle Zivilisten müssen in den Keller und in die Scheune verlegt werden. Das geht nicht. Wir haben Frauen und Kinder und Kranke hier. Außerdem wissen Sie eigentlich, wie spät es ist. Ich habe 2500 Mann zu versorgen. Verzeihen Sie, gnädige Frau. Wir tun nur unsere Pflicht. Pflicht? Hören Sie mir doch mit diesem dämlichen Gerede auf. Ein ganzes Volk ist auf der Flucht, weil nicht evakuiert wurde. Die zivilen und die militärischen Strukturen befinden sich derzeit in Auflösung. Genau. Weil sie alle vor der Wahrheit die Augen verschließen und von einer siegreichen Armee nur ein Haufen rüpelhafter Männer übrig bleibt, weil alle Guten längst gestorben sind. Ich erwarte, dass Sie sich der Hausordnung anpassen und Sie und Ihre Männer in die Scheune gehen.
Heinrich. Mutter. Gut, dass du da bist. Bitte sorg dafür, dass die Herren sich comme il faut verhalten. Babette? Babette? Babette, du darfst jetzt nicht aufgeben, weißt du? Hast du noch, dass Vater von meiner Schwangerschaft erzählt hat? Der gesagt hat, ich bin nicht mehr seine Tochter, weißt du das noch? Ich bin dann beim Vieheintreiben viel zu weit in den Fluss geritten, immer tiefer. Plötzlich warst du da und du hast mich vom Pferd gezerrt und hast mich angeschrien. Du hast gesagt, du musst leben, hörst du? Du hast gesagt, es gibt einen Grund für alles. Du musst ihn nicht mal verstehen, aber du musst leben. Babette, ich brauch dich. Bleib bei mir. Sie können die Suppe in der Bibliothek einnehmen. Und 2 Mann für die Teller. Will euch nicht bedienen. Und ich habe einen neuen Marschbefehl von Oberst Metzger. Das heißt, ich werde euch begleiten. Du kümmerst dich ja hier um alles, nicht? Ist doch viel zu viel. Warum siehst du mich nicht an? Seit Ferdinand tot ist, redest du kein Wort mit mir. So als sei ich schuld. Ich bin nicht schuld, hörst du das? Auch wenn du mir das Gefühl gibst. Immer. Ich war besser in der Schule, ich war erfolgreich im Studium. Ich war erfolgreich. Ich habe mich bemüht. Und dir ging es immer um deine beiden Lieblinge. Um Konstantin und Ferdinand. Du siehst mich nicht. Warum siehst du mich nicht? Ich werde losreiten und sie zurückholen. Ja, hol Lena. Geh. Onkel Heinrich! Nimm mich mit! Vicky, das geht nicht. Das ist kein Kinderspiel. Er wird deine Mama finden. Ja. Und den François und die Babette. Versprochen? Versprochen. Wahrscheinlich sieht es auf Malenberg genauso aus. Vater hat das alles lange vorausgesehen. Er wollte, dass sie schon vor Weihnachten losgehen. Ich habe es einfach nicht für möglich gehalten. Nicht geglaubt, dass wir alles verlieren. Wenn wir nur vor den Russen in Lahnstein sind. Vicky wird nichts passieren. Bei dem Schneesturm kommen die Russen auch nicht voran. Wir werden vor ihnen da sein. Ne? Ich geh mal nach Babette schauen.
Es schläft denn keiner mehr in dieser Nacht. Jetzt aber schnell ins Bett. Wir reiten zurück. Wir müssen sie irgendwo verpasst haben. Lena. Alles gut? Danke, François. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Danke, es geht schon. Heinrich. Was ist mit Hector? Und zwar, morgen müssen wir aber Mikolai gucken. Du hast es mir versprochen. Wir werden ihn nicht finden, Vicky. Wie meinst du das? Wo ist er? Warum erzählt ihr mir das nicht? Ist er tot? Ja, Vicky. Er ist tot. Die Deutschen haben ihn erschossen.
Wie können Sie so etwas tun? Wie können Sie so reden zu einem Kind? Die Wahrheit sagen? Hätte ich Sie weiter einlügen sollen? Lena, hätte ich das tun sollen? Was bringt Ihre Wahrheit, außer zusätzlichem Leid? Ihre Wahrheit. Wo ich gehe, wo ich stehe, ist der liebe Gott bei mir. Wenn ich ihn auch niemals sehe, weiß ich sicher, Gott ist hier. Amen. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mir meine Mama wiedergebracht hast. Und verzeih mir, dass ich nicht auf Nikolai aufgepasst habe. Obwohl, du könntest auch auf ihn aufpassen. Jetzt hat er wenigstens keine Angst mehr. Nicht vor den Deutschen, nicht vor den Russen. Die geben Sie ihm regelmäßig alle 2 Stunden. Und er muss viel trinken. Wenn er nicht will, flößen Sie es ihm mit einem Löffel ein. Ja. Die Russen haben Osterode, Deutsch-Eilau, Allenstein, Mohrungen und Preußisch-Holland eingenommen. Alle Wege nach Westen sind abgeschnitten. Das heißt, wir müssen übers Haff? Es ist ein Abschied für immer. Gib mir eine zweite Chance, Lena. Die Rote Armee hatte uns eingekesselt. Ostpreußen war vom Reich abgeschnitten. Uns blieb nur noch der Weg über die gefrorene Ostsee, das Haff. Ein Weg, den auch die sich zurückziehende Wehrmacht nutzte, damit doppelt gefährlich für uns war. Völlig erschöpft, ohne Schutz und auf brüchigem Eis, mussten wir unseren Weg Richtung Westen fortsetzen. Warten Sie, bis Sie an der Reihe sind. Dann folgen Sie unbedingt den Markierungen. Nicht links, nicht rechts und immer in Bewegung bleiben. Sie meinen, das Eis ist nicht überall gleich dick? Es ist der einzige Weg. 30 Kilometer. Links und rechts lauert der Tod. Herr Littler. Herr Littler. Sie können nicht alles mitnehmen, gute Frau. Die Sachen bleiben drauf und Hände weg von meinem Wagen. Was ist hier los? Es zwingt uns, alles hier zu lassen. Dabei will er sich das doch in die eigene Tasche stecken. Herr Major, ich bin ein Ehrenmann. Der Wagen wird abgeladen. Trautchen. Fritz? Fritz? Der Babette hier, Fritzchen. Warte hier. Babette! Babette, dein Sohn! Fritz? Der Sohn vom Verwalter Georg? Ja, Herr Graf. Zu Befehl, Herr Graf. Es geht um Ihre eigene Sicherheit. Die Wagen müssen neu beladen werden, wegen der Lastverteilung. Und dazu müssen alle aussteigen. Einige sind viel zu schwer. Komm jetzt mit.
Das ist mir sowas von egal, was Sie wollen oder nicht. Der Fritz, das ist mein Enkel. Und der bleibt mein Enkel. Und der liebe Gott hat's gewollt, dass ich ihn hier finde. Und jetzt nehme ich ihn mit, bevor der Russ ihn kriegt. Ihr Enkel ist mir von der Partei als Hilfskraft zugeteilt. Ach, Ihre Partei. Die Partei ist zum Teufel mit Ihrer Partei. Die hat Sie doch schon längst verraten und verkauft. Hören Sie, der Junge ist minderjährig. Er gehört zurück zu seiner Volkssturmeinheit. Und da es sie nicht mehr gibt, gehört er zurück zu seiner Familie, seiner Herrschaft. Und wenn Sie uns weiter aufhalten, dann werde ich Sie nach oben melden. Mama will nicht runter. Sie versteht nicht, dass alle Gewichte neu verteilt werden müssen. Helene? Helene, wir... Psst. Er schläft. Geht's ihm denn besser? Er wird wieder gesund. Aber jetzt schläft er. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiliget werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir werden es schaffen. Gemeinsam. Mit Gottes Hilfe.
Das ist ein Mädchen. Vicky! Vicky, Sophie, raus, schnell! Schnell! Vicky, komm her! Unter die Wagen! Unter die Wagen, Lena! Runter! Bleibt unterm Wagen, Vicky! Vicky? Komm vor, ich sage! Komm vor, ich sage!
Vielleicht muss das alles sein. Vielleicht ist das wichtig. Wir Menschen zählen einfach nicht. Ob wir leben, ob wir sterben. Чого він плаче? О, покормить треба. Хоче би так до бужі. Es betäubt den Schmerz, es wird Ihnen helfen. Was ist mit dir? Damit rettest du mich. Damit rettest du uns alle. Weil es uns Hoffnung gibt. Jetzt hilf mir doch mal, den Mann hinzulegen. Nicht jetzt. Später. Warum läufst du von mir weg? Ich passe nicht in deine Welt. Du bist in Gefahr. Ich habe Angst, dass... Du musst gehen. Ich flehe dich an. Du musst gehen. Alle haben gehört, wie sie auf dem Eis deinen Namen geschrien hat. Ihr seid in Gefahr. Ihr seid beide in Gefahr. Schon am nächsten Tag zogen wir weiter. Nach 4 Monaten Flucht, die unbeschreibliches Leid und Entbehrungen mit sich brachte, kamen wir endlich, ohne jedes Hab und Gut, über Thüringen nach Bayern. Aber auch hier wollte uns auf Dauer niemand haben. Und dieser Krieg konnte kein Ende finden. Lila, Na? Was sagst du? Jetzt sind wir wieder mobil. Schön. Ich habe gute Nachrichten, Lila. Milch.
Ich musste die Milch mit den Kohlen bezahlen. Die Fritz geklaut hat. Alexi und ich, wir haben uns anders gekümmert. Kartoffel und Äpfel. Wunderbar, gib her. Ich finde, wer zu viel hat, der soll ruhig was abgeben. Das nennt man Mundraubbabbeln. Jetzt kommt, sonst ist das Essen nicht rechtzeitig auf dem Tisch. Gott. Wir wollen nach Regensburg. Wir gehören zum Landesschützenbataillon 413. Aber das ist uns abhanden gekommen. Es sind alle getürmt. Und uns haben sie im Stich gelassen. Naja, wenn ihr keine Deserteure seid und nicht stinkt wie die Pest, dann wird's schon gehen. Habt ihr Hunger? Ja. Für euch drei wird's auch noch reichen. Dann kommt mal mit. Hab dich! Hab dich! Alles Gute. Gräfin, Vielen Dank. Herr Oberstabsrichter. Major Gernsdorf? Drüben befinden sich 3 Soldaten, ohne Einheit. Hähnchen. Hättest du nicht besser was zu essen mitgebracht? Woher kommen Sie denn? Von welcher Einheit? Landesschützenbataillon 413. Wir suchen unsere Einheit, Herr Oberleutnant. Haben Sie einen Marschbefehl? Nein, Herr Oberleutnant. Papiere? Wer sind die 3? Die sind vorhin zu uns gestoßen. Was machen die denn da? Waffen abnehmen. Schmidt, Köhler. Die 3 Männer sind vorläufig festgenommen. Aufsteigen. Müssen die noch kontrollieren, jetzt wo der Krieg fast zu Ende ist? Sophie? Das können die doch nicht machen. Die nehmen die Jungs mit. Ob Sie zählen? Natürlich. Jetzt klären Sie das erstmal. Wird schon stimmen, was Sie sagen. Alle Schlösser, Höfe, die Gemeindehäuser. Danke. In Dingolfing und Erding. Danke. Auch die Privatunterkünfte. Alles restlos überfüllt. Restlos. Keiner will uns heimatlose Gesellen. Keiner nimmt uns freiwillig auf. Wir brauchen von niemandem ein Bett. Und auch keine fremden Läuse, die haben wir selber. Im Dorf alle Reding von Kapitulation. Ja, die wird kommen. Das ganze Leid, um am Ende zu kapitulieren. Aber man wird die Kameradenschweine kriegen. Hör endlich auf mit dem Blödsinn, Fritz. Wir brauchen Frieden, hörst du? Frieden! Danke. Wilhelm hat wieder Albträume. Heinrich, wenn wir jetzt deinen Vater wiedersehen, dann... Ich möchte, dass du weißt, wie wichtig du mir bist. Du hast uns beschützt. Du hast uns Sicherheit gegeben. Aber es wird zwischen Lena, uns... ich glaube nicht, dass das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um darüber zu reden. Haben wir den denn je gefunden? Du musst mich nicht so lieben, wie ich dich liebe, Lena. Diese Liebeshändes, die machen nur unglücklich. Weil es nie wirklich passt. Aber wir haben es doch geschafft. Herr Major, es ist soweit.
Heinrich, bleib hier. Ist doch alles vorbei. Schlaf noch ein bisschen, Mutter. Bin bald zurück. Meine Herren, ich bitte Sie nun um Ihr Urteil. Schuldig. 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 Feuer! Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag bis zum letzten Atemzuge kämpfend für Deutschland gefallen ist. Hitler beging Selbstmord. Die Russen besetzten Berlin und die Amerikaner nahmen München ein. Und am 8. Mai war endlich Frieden. So ungewiss unsere Zukunft war, so sicher wusste ich, dass sie nichts mehr mit der Welt zu tun haben würde, aus der wir gekommen waren. Und dass ich nicht mehr die gleiche war. Wir haben schon genug Preisen. Es langt einmal. Es langt. Ich suche meinen Mann. Jeder sucht jeden heutzutage. Aber was habe ich damit zu tun? Wo sind Sie vielleicht? Mein Name ist Gernsdorf. Die Frau Gräfin, hochwohlgeboren. Der Herr Graf ist nicht da, der ist auf Minga, aber... Kommt's noch? Kommt's noch rein? Da bist du ja, Max. Aber rein, ausziehen. Das wollte nichts. Du hilft doch das ganze Baden nicht. Ich wollte immer ein Leben, wo alle die gleichen Chancen haben. Auch mein Fritz. So muss das sein, so ein Sozialismus ohne Nationale. Mehr will ich gar nicht. Kommunisten, die glauben das auch. Aber Mutter, du hasst doch die Russen. Ja, aber ich hasse auch die Deutschen, die in Alexeisdorf Frauen und Kinder in eine Kirche getrieben und angezündet Mutter, das haben. ist Feindpropaganda. Sind denn hier nur miese Schweine und Verräter? Fritz! Was geht's hier für einen Dreck? Das ist doch alles Lügen, das ist doch alles Schwachsinn, ne? Er hat uns groß gemacht, der Führer hat Deutschland groß gemacht. Er hat euch vernichtet, euch hat er vernichtet. Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Hast du nur noch Mist Auch gelernt? du, Mutter, auch du hast ihn verraten. Wir waren ihn nicht wert, den Führer. Sophie. Ich sehe lächerlich aus. Ich war in München. Es ist nicht leicht, regelmäßige Arbeit und eine Unterkunft zu finden. Ich bin nicht gewohnt zu betteln. Sophie, ist das nicht ein bisschen übertrieben?
Das kann doch Barbara machen. Oder unsere liebe Resi. Nicht Barbara, Babette. Ja, richtig. Babette, ja. Ich hätte gerne eine Tasse Schwarztee. Ich mach das. Kann dieses Grafengetue nicht ausstehen. Das habe ich gerade mal noch bei dir ertragen. Sophie hat es uns gerade erzählt. Du hast sie erschießen lassen. 3 armselige Soldaten, du hast sie erschießen lassen. Warum? Warum? Was hätte es geändert, Heinrich? Lena, ich habe mich niemals außerhalb des vorgeschriebenen geltenden Rechts bewegt. Niemals. Genau damit hast du doch diesem Regime die Absolution erteilt. Du verstehst es nicht. Lena, begreif es doch. Wir sind ganz kleine Rädchen. Wir konnten das nicht aufhalten. Was hätte ich denn tun sollen? Du bist einer von ihnen. Du bist kein Deut besser. Lena, du erwartest zu viel von mir. Der Held, den du mal haben wolltest, ich bin das nicht. Wenn ich irgendwann Richter sein werde, Lena, am obersten Gericht, dann wirst du mich verstehen! Rüdiger? Komm jetzt ins Bett. Ich wollte immer, dass eines meiner Kinder es ist wie du. Dass sie nicht immer nur das tun, was andere oder ich von ihnen erwarten. Ich habe auch immer nur das getan, was man von mir erwartet hat. Irgendwann einmal muss man Farbe bekennen. Wenn ich wirklich Farbe bekannt hätte, dann hätte ich den Mann, den ich Angst hatte zu lieben, nicht fortgeschickt. Ich habe das immer vermieden. Konventionen, Kompromisse. Wie hat dein Vater immer gesagt? Der Kreislauf der Schuld. Jetzt holt er mich ein. Sophie hat es immer begriffen. Dafür hat sie es allerdings ziemlich lang mit mir ausgehalten. Findest du nicht? Du warst für mich immer meine liebe kleine Schwiegertochter. Schon als Kind.
Man erkennt es oft durch den Schmerz, dass man etwas nicht mehr hat. Ich hab dich gesucht. Im Schloss bei Regensburg. Aber da warst du nicht. Und dann haben die Amerikaner geholfen. Wenn ich das gewusst hätte. Ich arbeite jetzt für den Alliiertenkonsulat. Und ich werde helfen, die Schuldigen und die Unschuldigen zu unterscheiden. Ich will dich nicht mehr verlieren. Ich danke Ihnen für alles. Viel Glück. Kommt. Komm jetzt, Wilhelm. Kommt, wir gehen jetzt weiter. François. Kommt. Danke. Merci beaucoup. Es ist von meiner Mutter. Ich werde warten auf dich. Ich werde kommen, ganz bestimmt. Sobald ich alle bei den Verwandten untergebracht habe, komme ich mit Vicky und Wilhelm.